zugeschaltet ist jetzt Leonie von Randow vor dem Willy-Brandt-Haus und dann gleich noch einmal zu Dorothea Schopelius vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Das war nicht schön, was da die SPD gestern erleben musste. Das war so schlecht, dass der Kanzler wortlos quasi überhaupt nicht in der Lage war, scheinbar zu reagieren. Man hat ihn gefragt, ob er was sagen will zum Ergebnis. Nö, hat er gesagt. Das kann aber nicht so stehen bleiben. Da muss jetzt was passieren, Leonie. Ich glaube, man kann sich sicher sein, dass hier im Hintergrund schon eifrig an der Fehleranalyse sozusagen gearbeitet wird. Denn wie du es gerade eben schon gesagt hast, der Kanzler selber muss jetzt Verantwortung oder Verantwortung übernehmen. Denn er ist es ja auch, der von den Wahlplakaten gelächelt hat und damit dann das historisch schlechteste Wahlergebnis für die SPD bei einer bundesweiten Wahl eingefahren hat. Ich hatte gerade eben Gelegenheit, mit dem SPD-Generalsekretär, mit Kevin Kühnert zu sprechen. Und ich habe ihm natürlich auch die Frage gestellt, was denn der Hauptgrund für dieses desaströse Abschneiden seiner SPD war. Wir wollen mal reinhören, was er mir darauf geantwortet hat. Wenn es den einen Hauptfehler gäbe, dann wäre es ja gut, weil dann könnte man ihn einfach abstellen. Ich glaube, den einen Hauptfehler, den gibt es aber tatsächlich nicht. Wir müssen festhalten, das Ergebnis hat was mit der Ampel zu tun. Daran kommt niemand vorbei. Das wäre einfach gelogen. Insofern nicht nur der Auftritt der Ampel, sondern auch das, was wir verkörpern an Politik, die wir machen, wird einfach in Teilen der Gesellschaft abgelehnt und nicht gewollt. Und damit werden wir uns deutlich stärker jetzt auseinandersetzen müssen, gerade wenn es um den Haushalt geht. Aber man muss ja auch sagen, in Frankreich beispielsweise hat Präsident Macron jetzt Neuwahlen gefordert. Sie haben es eben schon gesagt, das ist sozusagen auch ein Denkzettel jetzt für die Ampel. Warum folgen dann jetzt hier nicht Neuwahlen? Also wieso äußert sich der Kanzler da nicht deutlicher dazu und ist zu diesem Schritt, wie es aussieht, nicht bereit? Es hat ja Gründe, dass wir bei nationalen Wahlen für 4 Jahre ein Parlament wählen und nicht je nach Sonntagsfragenlage wir Neuwahlen in Deutschland ausrufen. Aber das sind ja Wahlergebnisse, keine Umfragewerte. Aber es war ein Wahlergebnis zur Europawahl am gestrigen Tag. Sicherlich eines, das habe ich ja gerade gesagt, aus dem wir Schlüsse ziehen müssen. Aber ich glaube nicht, dass es unserer Demokratie gut tut, wenn nach jeder verlorenen Landtagswahl oder eben auch einer Europawahl wir immer zu Neuwahlen kommen. Es gibt andere westliche demokratische Länder, da sehen wir das, was passiert, wenn jedes Jahr neu gewählt wird. Siehe Israel und andere mehr. Zur politischen Stabilität trägt das nicht bei. Man muss die Ampel nicht gut finden oder den sozialdemokratischen Bundeskanzler, aber man sollte respektieren, die Ampel hat eine Mehrheit vor 3 Jahren bei der Wahl bekommen, die hat sie noch ein Jahr. Sie bringt ihre Gesetze im Bundestag durch. Es gibt keinen Grund dort zur Annahme, dass die Koalition zerfallen würde und insofern bleibt es dabei, wir haben noch ein Jahr und müssen uns in diesem Jahr aus dem Tal rausarbeiten, in dem wir zweifelsohne im Moment drin sind. Das hat der gestrige Abend durchaus gezeigt. Sie haben es ja schon angesprochen, die schwierigen Haushaltsverhandlungen stehen jetzt bevor in den kommenden Wochen. Finanzminister Christian Lindner hat gestern noch mal klargemacht, dass an der Schuldenbremse nicht zu rütteln sei. Also wie will man in Sachen Haushalt zusammenkommen, ohne dass es zu einem Bruch der Koalition kommt? Gut, meine Partei hat eine andere Auffassung zum Thema Schuldenbremse. Wir würden die gerne reformieren. Das haben wir aber vorher schon geahnt, dass das wahrscheinlich schwierig werden wird, das in dieser Wahlperiode noch zu machen. Für den konkreten Haushalt 2025 geht es ja um eine andere, kleinere Frage, nämlich darum, ob die ganz offensichtliche Krisenlage, in der wir uns in Deutschland und Europa befinden, mit den Folgen des russischen Angriffskrieges, der Pandemie und vielem anderen mehr, ob die uns dazu führt, dass in der Schuldenbremse verankerte Instrument ihrer Aussetzung in einer Krise zu nutzen. Darüber wird politisch gerungen. Meine Partei ist weiterhin nicht davon überzeugt, dass man ein 30 oder gar 40 Milliarden Euro großes Loch im Bundeshaushalt allein durch Einsparungen wird schließen können. Also man kann das schon tun, aber danach können wir unsere Gesellschaft dann als ein Gebilde, was zusammenhält, auch abmelden. Das wäre nur um den Preis des sozialen Zusammenhalts, Rentenkürzungen oder was auch immer möglich. Und das, da sind wir ganz klar, das wird die SPD selbstverständlich nicht mitmachen. Alles andere ist jetzt Gegenstand von Verhandlungen. Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hat ja gesagt, Zitat, die Bevölkerung ist durch mit der Ampel. Teilen Sie diese Meinung also dann nicht? Die Ampel stand nicht direkt zur Abstimmung gestern, aber alle 3 Parteien haben klar verloren. Und es findet auch kein Stimmenaustausch zwischen den Ampelparteien statt, sondern eine Abwanderung im Moment nach außen. Man kann für den Moment festhalten, wenn sich nicht signifikant ändert bis zum nächsten Jahr, dann
war es das mit der Ampel, einfach weil sie keine Mehrheit mehr haben wird. Ich kann für meine Partei festhalten, dass wir ja in den Nachwahlbefragungen sehen, die Themen, die wir gesetzt haben, soziale Gerechtigkeit, auch Kampf um Frieden in Europa, waren durchaus für viele Menschen die Themen dieser Zeit, waren auch für sie wahlentscheidend. Sie haben uns deswegen aber nicht unbedingt gewählt. Und anekdotisch kann ich einfach aus vielen Wahlkampfsituationen sagen, wegen der Ampel auch. Ich habe ganz oft gehört, das ist okay, was ihr da sagt, was auf euren Plakaten steht, das kann ich teilen, aber mit den Partnern zusammen, mit denen ihr da arbeitet, das möchte ich einfach nicht unterstützen. Und das ist etwas, das werden wir heute in den Gremien für uns auch zu beraten haben in der SPD. Wir müssen Kompromisse eingehen in der Demokratie, das halte ich auch hoch, aber eine Partei muss auch immer gucken, ab wann es sie irgendwann in einen Strudel reinzieht, aus dem man schwerlich nur noch rauskommt. Und das haben wir heute für uns zu bewerten. Das klingt nach schwierigen Gesprächen. Sie selber als SPD-Generalsekretär sind sozusagen ja der oberste Wahlkampfmanager gewesen. Also wie viel nehmen Sie jetzt auch auf Ihre Kappe an diesem desaströsen Wahlergebnis für die SPD? Verantwortung in der Politik zu tragen heißt, dass man vorne steht und sich nicht hinter anderen versteckt. Insofern ist das auch mein Ergebnis vom gestrigen Abend. Nun haben wir nicht nur wegen der Plakate 13,9% bekommen, aber auch ich muss für mich festhalten, die Kampagne hat kein Turnaround sozusagen hingekriegt. Das werden wir für uns hier in der Parteizentrale auch auswerten müssen. Auch die Bundestagswahlkampagne im nächsten Jahr wird einen anderen Angang haben müssen, wenn da ein besseres Ergebnis bei rauskommen soll. Hat auch ein paar Stolperfehler zwischendurch gegeben. Kann man sagen, ist normal in der Kampagne. Trotzdem darf man die nicht einfach beiseite wischen, sondern die muss man für sich selber zum Anlass nehmen, besser zu werden. Das werden wir hier tun und das ist auch das Versprechen an unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die in einem echt schwierigen Umfeld mit körperlichen Angriffen und anderem wie Sau gekämpft haben, dass wir hier alles dafür geben werden, uns aus dem Keller rauszuarbeiten. Lassen Sie uns abschließend noch ganz kurz auf die AfD gucken. Die hat ein stärkeres Ergebnis als ihre SPD bekommen, obwohl sie ja eine ganze Reihe von schlimmsten Skandalen im Wahlkampf hatte. SS-Verharmlosung, Spionagevorwürfe gegen Mitarbeiter des Spitzenkandidaten, Korruptionsvorwürfe. Und trotzdem ist es ihrer SPD nicht gelungen, die AfD hinter sich zu lassen. Warum? Ich glaube, wir müssen uns schon mit dem Gedanken anfreunden, dass viele AfD-Wählerinnen und Wähler nicht trotz, sondern wegen des Programms dieser Partei die AfD wählen. Denn Sie haben ja vollkommen recht, es lag alles offen auf dem Tisch. Man musste schon wirklich sich monatelang im Keller eingeschlossen haben, um nicht mitzukriegen, was in der AfD los ist. Also der Anteil, den Sie haben, der ist schon zu großen Teilen aus Überzeugung. Die positive Nachricht ist, die demokratischen Kräfte haben weiterhin die klare und überragende Mehrheit, übrigens auch im Osten der Republik, aber innerhalb dieses großen demokratischen Lagers, da hat meine Partei bei weitem nicht genug Menschen für sich mobilisieren können. Und vor allem, und darauf will ich hinweisen, haben wir ans Nichtwählerinnen- und Nichtwählerlager verloren. Wenn die SPD stärker werden will, muss sie die Menschen, die Verdruss haben über die Politik, aber deswegen nicht rechtsradikal wählen, für sich zurückgewinnen. Das sind seit der Bundestagswahl, wenn wir die Ergebnisse gestern angucken, über 2 Millionen Menschen gewesen. Denen gilt meine größte Aufmerksamkeit und nicht in erster Linie denjenigen, die sich von menschenfeindlichen Reden von Björn Höcke angesprochen fühlen. Also wir hören, der SPD-Generalsekretär, der stellt sich selbst und seiner Partei durchaus ein kritisches, ein schlechtes Zeugnis aus. Aber mein Eindruck war, er versucht, einen Großteil der Schuld auch bei der Ampel insgesamt und ihrer schlechten Performance abzulegen und will noch nicht so richtig Verantwortung übernehmen, noch nicht so richtig auch festhalten, was denn nun wirklich schiefgelaufen ist und wie groß auch der Anteil des Kanzlers von Olaf Scholz an diesem Wahldebakel war. Leonie, recht vielen Dank ins Willy Brandt-Haus.